Herzlich willkommen zur Dequinox Hardcore Producer Masterclass 3.3. Mein Name ist Dustin, besser bekannt als Deceptor, und wir sind mittendrin, meinen erfolgreichsten Track Bring It Hardcore zu analysieren, direkt im Cubase-Projekt. Ich hoffe, ihr habt die Videos 3.1 und 3.2 schon gesehen, denn wir knüpfen hier direkt an und gehen in das Thema Leads und Lead Layering. Wir gucken uns dazu hier meine Lead-Gruppe bzw. meinen Leads-Ordner an. Und ich würde sagen, wir erstellen mal flott hier im Main-Part einen Loop. Und hören uns den ganzen Ordner einmal solo an. So, was haben wir hier im Detail, was mit der Kick im Main-Part läuft? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lead-Layer, die im Prinzip nur die Noten der Hauptmelodie spielen. Ich mache mal einen Layer einfach an. Darunter haben wir 2 Chord-Layer. Das heißt, das sind Leads, die nicht die Hauptmelodie spielen, sondern Akkorde. Das nutze ich, um den Sound bzw. den Part ein bisschen spannender zu machen, abwechslungsreicher. Die Akkorde, die sind nicht total vordergründig, die agieren mehr ein bisschen im Hintergrund und geben einfach dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stimmung und ein bisschen mehr, unterstreichen sie das melodische Thema. Wir hören uns mal die Chords an. Und als letzten Layer habe ich hier noch eine Spur, die heißt Long Note Layer Rave. Mal gucken, was das ist. Ja, das ist ein einfacher Synthi, der quasi die Noten der Harmonie spielt. Ich denke mal, das ist abgeleitet von den Bassnoten. Da zeige ich später noch was zu. Spätestens, wenn wir den Break analysieren, sehen wir dann nochmal die Notenverteilung dort. Und hier sehen wir einmal, dass dieser Synthi in sich von den MIDI-Noten gelayert ist. Nicht in Akkorden, sondern einfach nur eine Oktave von A1 höher auf A2. Dient auch der Fatness und dient dazu, auch das melodische Thema noch ein bisschen zu unterstreichen und während dem Part ein bisschen Drive zu geben. Ich höre schon, hier ist ein Volume Shaper drauf, der einen Sidechain simuliert. Und der ist halt nicht normal gesidechained, wie man das kennt, wenn das Raster nicht triolisch ist, sondern ich habe den Sidechain extra so von der Kurve eingestellt, dass er quasi das mittlere Drittel absenkt. Das heißt, im Umkehrschluss ist das erste Drittel und das letzte Drittel betont und wir haben dadurch auch in dem Sidechain einen Triolendrive. Ich gucke mal gerade, ist das Preset abgespeichert? Na, ist es nicht. Ich mache mal einen Volume Shaper drunter, wie Sidechain normalerweise aussieht.
wenn das Projekt nicht gerade in Triolen gespielt ist. Das ist hier so der Klassiker, dass einfach die erste Hälfte in einem Schlag quasi abgeschnitten ist und zur zweiten Hälfte die Kurve reingeht. Dadurch habt ihr folgenden Effekt. Einen Moment, ich sehe gerade noch, hier ist eine Automation drauf, die muss ich ausschalten. So, das wäre jetzt der klassische Sidechain, wenn euer Raster halbiert, geviertelt, gesechzehntel ist. Wir lassen mal noch einen Takt dazu laufen, dann ist das noch ein bisschen besser hörbar. Ich mache mir hier noch die Hi-Hat zusätzlich an. So wäre quasi ein Basis-Sidechain. Den habe ich, wie gesagt, hier von der Kurve nicht genutzt, sondern ein Sidechain, beziehungsweise, ja, es ist nach wie vor ein Sidechain, der ein bisschen auch in unserem triolischen Rhythmus spielt. Ich mache den nochmal flott an mit der Hi-Hat, damit ihr ein bisschen mehr Feeling kriegt für den eigentlichen Rhythmus und den Drive, den das Ding hat. Ich nehme an, ihr konntet schon den Unterschied sehr gut hören zu dem Sidechain, der davor war, der quasi ab der Hälfte geschnitten war, beziehungsweise wo die Linie zur zweiten Hälfte eingefädelt ist. Das passte schon absolut nicht zum Rhythmus der Hi-Hat, die nämlich in Triolen spielt und triolischen Rhythmus betont. Und jetzt, wo der Sidechain hier auch quasi den triolischen Rhythmus beinhaltet, durch eben diese Kurve, passt es einfach auch viel besser zum Drive des kompletten Tracks. So viel zu diesem unteren Layer, Long Note Layer Rave. Ich glaube, ich habe es Rave genannt, weil das so ein bisschen ein raviger Synthi ist. Was habe ich hier für einen benutzt? Einfach nur ein Standard-Lead aus der Serum Player Soundbank. Ja, ganz simpel. Einfach nur ein Standard-Lead-Sound, der so ein bisschen ravey klingt und ein bisschen was grooviges Rave-Feeling gibt. Wir gehen mal die einzelnen Layer durch und ich gucke mal, ob ich noch nachvollziehen kann, wie und warum ich welchen Layer benutzt habe und zu welchem Zweck. Nochmal kurz zur Erinnerung, ich sehe dieses Projekt auch das allererste Mal wieder seit 3 Jahren. Dieses Tutorial ist mehr oder weniger spontan, ist grundsätzlich kein Problem. Nur dadurch muss ich mich in gewisse Dinge, die ich hier sehe, selber mal ein bisschen reinfuchsen und muss wieder gucken, dass ich meine Schritte, die ich damals gemacht habe, nachvollziehen kann. Ich weiß von meinen Producer-Kollegen, dass Lead-Layering auch immer so ein bisschen Glückssache ist. Warum ist das so? Lead-Layering ist quasi nicht nur Layering fürs Frequenzspektrum, ist es definitiv auch, dass wir Layer benutzen, die mehr das obere Frequenzspektrum abbilden und Layer nutzen, die dann mehr das hohe Mittenfrequenzspektrum abbilden oder Mitten oder tiefe Mitten. Aber vor allem ist es beim Lead-Layering auch so, dass man quasi die Färbung des gesamten Sounds verändern möchte oder dass man ein bisschen einen uniken Lead-Sound erschaffen möchte. Einen, der nicht ganz einfach ist. Zumindest möchte ich das. Das heißt, dass die verschiedenen Layer quasi nicht nur vom Frequenzbereich zueinander passen müssen, sondern dass auch Layer übereinander liegen, die den gleichen Frequenzabschnitt stark beanspruchen. Und diese müssen dann miteinander harmonieren, damit der Lead halt immer noch cool klingt und so klingt, wie man sich ihn vielleicht vorstellt und nicht dadurch gewisse Harmonien in den Vordergrund geraten, die man im Prinzip gar nicht haben möchte, sodass der Sound nachher eine Form annimmt, die einem geschmacklich vielleicht gar nicht zusagt. Also ihr seht ja hier schon drin, witzigerweise an
an der Namensgebung von meinen Leads. Der allererste Lead heißt Lead 3, aufsteigend Lead 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe es tatsächlich oft so, dass wenn ich meine Leads layere, ich einfach mal reingehe, mir Presets anhöre, die in meine Lead-Gruppe schmeiße und mir unterschiedlich immer anhöre, welcher Lead passt zu welchem. Das ist halt also ein richtiger Entwicklungsprozess. Ich gehe nicht hier rein und sage, ich hätte gern den Lead, das Preset, den Synthi. Legt das alles untereinander, dann ist das sofort fertig, sondern es ist halt eine Entwicklungssache. Also ein Prozess, der quasi beim Entstehen, beim Produzieren entsteht. Und es war jetzt hier in dem Projekt offensichtlich so, dass ich die Leads 1 und 2 schon wieder rausgeschmissen habe, weil sie mir entweder nicht gefallen haben, was sie mit dieser ganzen Leadsumme machen, vom Klang her, von der Stimmung her, oder weil sie vom Sound her einfach nicht mehr reingepasst haben, oder weil andere Leads das Frequenzspektrum so beansprucht haben, dass diese Leads quasi nicht mehr hörbar waren. Dann kann man sie auch wieder aus dem Projekt löschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hören wir uns mal den allerersten Lied an, gucken, was es ist. Also, der allererste Lied ist Lied 1 aus der, ich habe es schon geahnt, Saplayer Soundbank. Ein Standardlied. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass ich das Preset mehr oder weniger so genutzt habe und habe es in dem Equalizer, in dem Synthesizer nicht wirklich abstrakt verändert. Das Einzige, was ich draufgelegt habe, ist mein Lieblings-Synths-Plugin als allererstes, um Mitten und Höhen schon so die erste Kompression zu verleihen. Den OTT. Wir hören mal, wie das Ganze klingt ohne den OTT und mit. Ja, also was der OTT definitiv macht, der bringt die brillanten Höhen noch ein bisschen in den Vordergrund und boostet die Mitten, sodass der Lead-Sound in sich nochmal ein bisschen fülliger wird. Wie man auch hier an den Einstellungen sieht, Höhen und Mitten sind geboostet, Mitten sogar mehr als die Höhen. Und mit tiefen Frequenzen wurde hier keine Effektierung vorgenommen. Dahinter ist ein Pro-Q, der im Prinzip auch nichts anderes macht, als nochmal das Mittenspektrum um die 300 Hertz zu betonen. Die 300 Hertz bei Leads sind für mich ein absoluter Referenzwert, weil hier findet quasi Body und Wärme in dem Lead-Sound statt. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum hier kein Low-Cut ist, könnte man theoretisch auch machen, so wie bei allen anderen Sounds. Ich weiß aber, dass auf meiner Lead-Gruppe als allerletztes auch ein Equalizer drauf ist, der eben diesen Low-Cut vornimmt. Und genau da ist er und genau da ist der Low-Cut. Darum habe ich mir den, da der Lead-Sound nicht wirklich stark effektiert ist, nicht nochmal gelow-cuttet in den Bässen. Normalerweise, wenn jetzt hier nochmal mehrere Kompressoren drin wären, vor allem aber wenn Distortion nochmal drin ist, gerade Distortion-Effekte sorgen dafür, dass nochmal, auch wenn ihr vorher die Bässe rausgeschnitten habt, nochmal wieder Bässe dazukommen. Die werden einfach dann durch den Effekt nochmal quasi neu betont oder kommen neu zum Vorschein. Das ist jetzt hier nicht der Fall gewesen. Die Effektierung ist ziemlich simpel, einfach nur eine kleine Betonung von 1,8 dB auf 300 Hertz. Keine große Sache. Hören wir uns mal den zweiten Lead-Layer an. Ihr hört jetzt schon im Unterschied zu dem ersten Layer, dieser Layer hier betont absolut noch mehr die Mitten. Ihr müsst jetzt hier ein bisschen aufpassen. Wir müssen unterscheiden zwischen Betonung von Frequenzen innerhalb eines Sounds. Das heißt hier, ich bin jetzt hier wieder gerade im Equalizer. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend.
Ich gehe nochmal in den ersten Lead-Sound. Dieser Lead-Sound spielt sehr hoch. Also er bedient brillante Frequenzen mit seiner Tonhöhe. Wenn ich die Tonhöhe jetzt eine Oktave runterstellen würde, würde es so klingen. Jetzt ist der Sound schon viel tiefer und jetzt ist der Sound von seiner Harmonie und von den Frequenzen, die er im Band beansprucht, einfach gesunken. Von brillanten Höhen auf Mitten. Das ist das, wenn ich sage, ein Lied beansprucht die Höhen, dann geht es erstmal um die Tonhöhe, die er hat, die dafür sorgt, dass hauptsächlich brillante hohe Frequenzen angesprochen werden. Man kann nicht im Nachhinein durch das Boosten von Mitten die Tonhöhe verändern. Also ist ja klar, dass man die Tonhöhe nicht verändern kann. Was ich aber damit sagen will, nur weil ich jetzt hier die Mitten booste, heißt das nicht, dass das jetzt ein Synthi ist, der grundsätzlich die Mitten auch betont. Und ich will auch nicht, dass der die Mitten stark betont. Ich will einfach nur, dass der hohe Lead für sich einen Body hat, einen Mittenbody. Und bei dem nächsten Synthi ist es genau andersrum. Der ist relativ tief gespielt. Beziehungsweise von seiner Klangfarbe her, von seinem Sound her, bedient er mehr das mittlere Spektrum. Wenn ich den jetzt hier auch eine Oktave höher setzen würde, also wäre es mir schon grundsätzlich von der Tonhöhe viel zu hoch, weil es zu quietschig ist. Aber dieser Synthi bringt schon von alleine einen Body an Mitten mit im Frequenzband, die ich nicht nochmal besonders betonen muss. Plus, das ist gleichzeitig auch dann schon der erste Layer, weil mein erster Synthi die Höhen betont hat, betont der nächste Synthi jetzt die Mitten. Das heißt, wenn ich gleich beide Synthis zusammenspiele, habe ich schon ein gutes Zusammenspiel und eine kleine Abdeckung von Mitten und von Höhen. Jetzt spielen beide gleichzeitig, jetzt spielt man nur der untere mit den Mitten. Jetzt hört ihr halt schon, wie dumpf es klingt, weil die Höhen weg sind und andersrum ist es genauso. Wenn ich jetzt beide spielen lasse und ich mache den unteren weg, hört ihr jetzt wieder nur den hohen Synthi und er merkt, er hat total an Körper verloren, eben an Midbody verloren. Und damit hat auch an Fatness verloren und an Lautstärke. Und das ist natürlich das, was wir haben wollen. Das ist nach der Kick unser absolutes Hauptelement. Das muss auf allen Ebenen fett klingen. Es muss das Frequenzspektrum, soweit es geht, abbilden. Es muss warm sein und fett sein. Und das geht in der Regel nicht, wenn man dann nur 2 Layer benutzt. Ich würde sagen, grundsätzlich, wenn man gute Layer hat und das Layering passt, 3, 4 Lead-Layer reichen definitiv auch. Aber da halt diese Melodie gerade in diesem Track super wichtig ist und super stark ist, habe ich immer lieber ein paar Layer zu viel drin, die mir ein bisschen zu viel Frequenzen beanspruchen, sich vielleicht gegenseitig ein bisschen auslöschen oder behindern, anstatt dass ich zu wenig drin habe und der Synthi einfach dünn klingt. Das hier ist ein Preset aus dem Never Surrender Sample Pack. Ich glaube, das war eines seiner allerersten Sample Packs. Das ist auch noch nicht wirklich groß gewesen. Und da habe ich das Preset mega super dicke Saw benutzt. Ist im Prinzip nichts anderes als ein ganz normaler Saw. Saw-Lied. Ja, der absolute Klassiker. Gucken wir mal weiter auf meinen dritten Lied, der hier Lied 5 genannt ist. Achso, Entschuldigung, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück. Effektierung, ich nehme an, die Effektierung ist jetzt auf allen Layern ziemlich ähnlich. Immer ein OTT drauf, immer mit der gleichen Begründung. Ein bisschen die Höhen ankratzen, verzerren, brillieren, vor allem komprimieren und die Mitten eben auch. Und danach ein Pro-Q, der dann nochmal
ja, gewisse Frequenzen, die ich in einem Synthi nicht haben will, entweder hier auslöscht oder betont. Wir gucken mal, was der Synthesizer genau macht. Der Synthesizer, der Equalizer, Entschuldigung. Ja, was ich nämlich hier schon gemacht habe, warum ich hier die Höhen rausgenommen habe, die der Synthi eigentlich schon mit sich bringt, ist eben, damit Platz ist für diesen Lead. Das heißt, ich habe für das hohe Frequenzspektrum den allerersten Lead hier schon zu mehr oder weniger einem für die gesamte Klangfärbung wichtigen Lead auserkoren, wo ich sagen möchte, dass die folgenden Leads im Layer lieber Platz schaffen, damit die Höhen von diesem ersten Lead-Layer rauskommen. Und der zweite Layer geht halt hier absolut auf die Mitten. Also ich hätte hier gern wirklich einen warmen Body, habe hier die 1300 Hertz grob und auch hier wieder die 300 Hertz normal betont, damit der Synthi noch mehr Dicke liefert, beziehungsweise der Layer. So, wir waren beim dritten Layer. Auch wieder ein Synthi, der definitiv die hohen Frequenzen betont. Was haben wir hier? Einen Frequencers Lead. Ah ja, genau. Bei meinen vergangenen Collabs mit meinem Kollegen Refas, Grüße gehen an dieser Stelle raus, Cedric, hat er mir tatsächlich seine Presets mitgegeben, die ich verwenden durfte. Und die benutze ich auch manchmal. Und dann bin ich wahrscheinlich seine Soundbank für Serum auch mal durchgegangen von seinen Leads. Und ich glaube, er hatte ja einen Frequencers Lead, das ist der Hardstyle-Produzent, aus einem Tutorial oder einer Masterclass auch in Serum nachgebaut und hat den halt eben für sich als Preset hier eingespeichert. Und der hat mir offensichtlich von der Klangfarbe vom Sound auch sehr gefallen, weshalb ich ihn dann hier auch als Layer nutzen wollte. Ich gehe davon aus, dass die Effektierung eine ähnliche ist. Als allererstes OTT, danach kommt ein Equalizer. Genauso ist es. Mensch, ich bin Wahrsager. OTT, immer die gleiche Einstellung bei mir, immer einfach nur mein Preset. Super OTT, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Ich habe ein Synthi, OTT als allererstes drauf, Punkt. Gibt es nichts mehr zu diskutieren. Ich muss jetzt, glaube ich, kein drittes, viertes, fünftes Mal erklären, was der macht und warum er da ist. Wir checken hier die Einstellungen im Synthesizer. Tatsächlich fand ich wahrscheinlich den Lead in seiner Ursprungsform ein bisschen zu dumpf, weshalb ich die Höhen um die 10.000 Hertz betont habe. Grundsätzlich, wenn ich das Gefühl habe, dass Sounds zu dumpf sind, dass mir brillante Höhen fehlen, die wichtig sind, damit die Sounds sich nachher über die Kick legen können, dann booste ich meistens die Frequenzen um die 9.000, 10.000 Hertz jetzt hier mit 2 dB und booste hier auch nochmal die hohen Mitten oder tiefen Höhen, ja, das sagt man wohl eher nicht. Hier ist so das Frequenzband für die Mitten, hier sind so grob die tiefen Mitten, bis sie in den Bass gehen, mittige Mitten und hier, das ist für mich grob das höhere Mittenspektrum. Wir machen mal den Layer an und hören, wie es sich anhört, mit und ohne Equalizer. Ja, also wir hören auf jeden Fall ganz dezent, dass der Synthi durch den Equalizer im oberen Frequenzbereich ein bisschen was an Power gewinnt und noch ein bisschen brillanter wird. Wir können jetzt mal hören, wie sich diese 3 Layer zusammen anhören. Ich habe jetzt theoretisch schon durch diese 3 Layer einen Lead-Sound gebastelt, der eigentlich schon fast finalwürdig ist. Man müsste jetzt, wenn das jetzt hier genau der Sound ist, der einem geschmacklich gefällt, könnte man mehr oder weniger das Ding schon so lassen und könnte das für seine Produktion oder in seinem Track benutzen. Das wäre auf jeden Fall schon okay. Ich glaube, da würde man jetzt schon nicht grob irgendwelche Dinge vermissen.
Wie gesagt, ich gehe oft auf absolute Nummern sicher. Mir macht dieses Layering auch, muss ich sagen, ziemlich Spaß. Einfach Synthes reinzuhauen, Presets auszuprobieren, meine eigenen Presets dazuzustellen oder mal von null an einen eigenen Sound zu schrauben, um zu gucken, ob der reinpasst. Und wie gesagt, darum arbeite ich gerne mit meistens mehr als 3 oder 4 Lead-Layern. Wir gehen in den nächsten Layer. Layer 6. Obwohl, was wir mal kurz machen können, wäre alle 3 einschalten. Wir gucken jetzt mal, was der dritte Lead-Layer unseren oberen beiden noch dazu gibt. Ja, also was der dritte Layer auf jeden Fall gibt, ist noch mehr Präsenz in den Höhen. Der ganze Lead-Sound kommt auf einmal noch ein bisschen mehr nach vorne und eben noch den Ticken mehr Brillanz. Das heißt, auch dieser dritte Layer ist auf jeden Fall ein absolutes Add-on zu dem gesamten Lead-Sound. Es kann nachher sein, je mehr Layer wir dazu kriegen, dass der Effekt von jedem Layer auf den gesamten Lead immer geringer wird, weil das Frequenzspektrum ist irgendwann begrenzt. Die Leads sind alle untereinander abgemischt in Lautstärken nach Geschmack. Das kann jeder im Prinzip machen, so wie er möchte. Wir können mal kurz gucken, wie hier der Kanalzug aussieht. Der erste Layer ist auf minus 10 dB gemischt, der nächste auch auf minus 10 dB. Das heißt, die sind quasi schon mal gleich laut im Lautstärkeverhältnis. Der nächste Lead ist auf minus 14 dB. Das heißt, der ist 4 dB leiser gemischt im Verhältnis zu den ersten beiden Layern. Beziehungsweise, weil er ja mehr mit dem ersten Layer koaliert in dem oberen Frequenzspektrum, ist er quasi eher zum oberen Lead nochmal ein kleiner Boost, ein kleines Add-on. Und die streiten sich jetzt nicht auf gleicher Lautstärke um das Frequenzspektrum. Wir gehen weiter in den vierten Layer, Lead 6. Das höre ich direkt. Das ist mein Deceptor Screech Lead. Den habe ich vor Jahren mal in Serum gebaut. Ich hatte euch schon gesagt, dass ich ja sehr auf verzerrte Sounds stehe, auch so ein bisschen auf verzerrten E-Gitarren-Sound. Ich glaube, es ist halt sogar auch der gleiche Sound, der auch in den Screeches der oberste Layer ist. Wir gucken es uns nochmal gerade an. Verzeihung. Screech Nummer 1. Tada, das ist auch der Screech-Lead. Und hier der vierte Layer, benannt Lead 6, ist auch der Screech-Lead. Das sind meine eigenen Presets. Sounds, die ich mit Serum geschraubt habe oder von irgendeinem Preset, was vorher da war, abgewandelt habe. Genau. Und was sich dann halt so zu meinem Deceptor Signature Sound entwickelt hat. Wir hören mal rein, was dieser Sound noch gibt. Erstmal natürlich klassisch OTT drauf. Und tatsächlich habe ich jetzt hier einen Low-Cut draufgesetzt. Das heißt, dass ich davon ausgehe, weil dieser Sound schon im Serum ziemlich verzerrt ist durch Distortion, habe ich hier schon viel Gekrissel und wirklich unschöne tiefe Frequenzen bekommen, die der Low-Cut in der Lead-Gruppe vielleicht nicht abschneidet, weshalb ich hier, um auf Nummer sicher zu gehen, auch nochmal in diesem Sound einen Low-Cut gesetzt habe. Hier auch nochmal die Mitten um die 300 Hertz, leicht betont mit 1,5 dB. Wie gesagt, das sind bei Leads, ist das der Bereich, wo es um Wärme geht und um warmen Body. Und absolut die Höhen betont. Wahrscheinlich ist der Sound vom Ausgangssound her ziemlich dumpf. Und da gilt es, die Höhen so zu boosten, damit er in den brillanten Höhen auch zum Vorschein kommt. Wir hören einmal den Sound ohne den Equalizer. Und auch hier hört ihr einfach sofort, was
richtiges Equalizing macht. Ich muss nur den Equalizer einschalten und der Sound kommt sofort nach vorne. Er ist sofort hell und nicht mehr dumpf und ja, klingt einfach in seiner Harmonie absolut stimmiger. Ich sehe, ich habe hier einen Stereo-Enhancer drunter. Das heißt, weil dieser Sound auch schon das brillante Höhenspektrum sehr betont, wollte ich dafür sorgen, dass er im Stereofeld weiter auf den Außen liegt als die beiden Layer Lead 5 und Lead 3, die auch das hohe Frequenzband beanspruchen. Das heißt, hier sind wir wieder im absoluten Mixing-Bereich. Nochmal kurz zur Wiederholung. Was ist Mixing? Mixing bedeutet erstens Lautstärkeverhältnisse von Sounds unter sich. Zweitens Frequenztrennung von Sounds unter sich. Drittens Verteilung im Stereofeld von Mono bis in die Stereobreite. Nichts anderes ist Mixing. Nichts anderes ist hier als ein kleines Mixing-Projekt nur für Leads. Und dann gibt es ja auch Mixing/Mixdown, wenn der Track fertig ist, wenn es nochmal darum geht, alle Spuren untereinander zu mischen. Wenn bei allen Spuren das Lautstärkeverhältnis zueinander angepasst wird, wenn bei allen Spuren die Frequenzen so überall getrennt sein müssen, dass alle Spuren möglichst gut hörbar sind und dass alle Spuren in der ganzen Stereobreite von Mono bis Stereo ihren eigenen Platz gefunden haben und alle Sounds mehr oder weniger im Track ein gutes, schönes, rundes Gesamtbild geben und hörbar sind. Das ist der Grund, weshalb ich jetzt hier bei meinem 4. Layer einen Stereo-Enhancer dazu gepackt habe, der um 50% den Sound nochmal mehr auf die Außen legt. Ich wollte jetzt nochmal hören, was genau der Effekt ist. Also wenn ich hier wirklich perfekt mittig zwischen meinen Boxen sitze, dann hört man einfach auch deutlich den Effekt, den es hier gibt. Zwar ist der Synthi auch schon sehr breit, wie eigentlich fast alle Lead-Presets, die ihr in den verschiedenen Synthesizern schon vorauswählt, gerade wenn sie von Profis getuned wurden. Aber nur durch diesen Stereo-Enhancer und diesen kleinen Effekt sorge ich dafür, dass dieser Lead, wie gesagt, weil es halt auch ein absoluter Deceptor Signature Sound Lead ist, bekommt der auf der Stereobreite nochmal eine besondere Position, sodass er durch die anderen Layern, die auch das hohe Frequenzspektrum abbilden, nicht behindert wird und eben nochmal besonders zum Vorschein kommt. Wir hören jetzt mal alle 4 Layer zusammen. Und ich schalte jetzt mal mein Synthi aus. Also was der Synthi macht, ist erstmal die Leads davor, die Saw-Leads sind halt sehr klassisch, die sind sehr clean, die sind sehr glatt. Da wir aber Hardcore produzieren, brauchen wir halt immer noch, meiner Meinung nach und meinem Geschmack nach, einen verzerrten Unterton, eine verzerrte, dreckige Harmonie. Und das macht genau dieser Sound. Wie gesagt, ich stehe so ein bisschen auf verzerrten Lead-Sound, verzerrten E-Gitarren-Sound. Und ich möchte nicht, dass mein Lied zu glatt geleckt klingt, sondern der soll natürlich ein bisschen hardcore, dirty, dreckig sein. Gehen wir weiter in den nächsten Layer, Lead 7. Was haben wir hier? Okay, jetzt kommt es wahrscheinlich geht's was ein bisschen in Richtung Färbung des Lead-Sounds. Wie gesagt, wir haben hier oben die ersten 3 sind ziemlich ähnlich, klassische Saw-Synthes. Dann haben wir hier einen
Screech-Lied, also ein Lied, der schon ziemlich verzerrt ist, so ein bisschen in die Screech-Richtung reingeht. Und jetzt haben wir hier einen absolut anderen Typ Synthi, auch ein Lied aus der The Players Soundbank. Und der hat definitiv einen absolut anderen Klangcharakter als die typischen Saw-Synths. Gibt im Ganzen mehr so eine Puls-Synth-Note. Und wir hören mal, wie sich nun die Lead-Layer anhören, wenn ich diesen dazu schalte. Was man sofort hört, was dieser Synthi gibt, ist erstmal auch wieder für die ganzen Layer ein bisschen Power. Das Ganze kommt wieder noch ein Stückchen nach vorne. Ich habe sogar das Gefühl, dass der Lead ein bisschen die Transienten betont. Transienten sind die allerersten Millisekunden in einem Sound. Nicht wie bei einer Kick-Attack, was quasi schon ein Drittel oder ein Viertel von einem Schlag abbildet, sondern wir reden wirklich von den allerersten Mini-Fitzelchen, die dann nur so ein Tick, nur so ein Mini-Ticken sind. Genau, ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt, wenn dann dadurch der Lead-Synth generell in sich auch so ein bisschen Attack bekommt und nicht so weich die Noten reinfadet, sondern die wirklich so ein bisschen haben anstatt Ich hoffe, ich habe das gut demonstriert und ihr versteht, was ich meine. Wie sieht es aus mit der Effektierung hier drauf? Wie immer OTT, super OTT Preset und ein Pro-Q Equalizer, wo ich auch nochmal die brillanten Höhen ein bisschen betone und mehr eigentlich auch nicht, weil der Synthi in seiner Voreinstellung auch schon sehr ordentlich klingt. Wir gehen in den nächsten Layer, Lied 8. Der Synthi ist definitiv auch wieder sehr clean. Das ist auch eines meiner Lieblingspresets. Ich war, ich glaube, im Jahr 2012, 2013, 14, 15 gab es auf jeden Fall die allererste Angerfist Masterclass in Amsterdam tatsächlich. Da bin ich hingefahren mit meinem Kumpel Newstyler. Und da waren Masterclasses von unter anderem Angerfist, ich glaube Dr. Peacock und The Sickest Squad waren auch noch da. Das Witzige ist, ich glaube sogar unter den Studenten saß neben uns Zephyr, der damals noch nicht so super bekannt ist, wie er es jetzt ist. Aber ich will jetzt auch nicht weiter abschweifen. Auf jeden Fall hat Angerfist auch hier in dem Zeta 2 Synthi einen Lead gebaut und jeder Teilnehmer der Masterclass bei Angerfist hat dann nachher die Masterclass auch als Video geschickt bekommen. Und das Video habe ich mir nachher natürlich noch mehrfach angeguckt, um halt auch zu lernen. Und fand diesen Lead-Layer ziemlich cool, den er gebaut hat, und habe den dann hier in dem Zeta nachgebaut und mir ihn als Preset abgespeichert unter dem Namen Angerfist Lead. Ich glaube, jetzt, wo man es weiß und gelesen hat, hört man tatsächlich auch ein bisschen Angerfist-Style raus. Und Angerfist-Style kann definitiv niemals in einem Lead-Synth schaden. Grundsätzlich bringt der Lied auch wieder so ein bisschen Transienten mit, ein bisschen Attack, ein bisschen sehr viel hohe Schärfe im Beginn, ist aber grundsätzlich im Body ziemlich mittig. OTT ist drauf. Wie sieht der Equalizer aus? Okay, ein bisschen verrückter. Auf jeden Fall die Höhen krass geboostet um 6 dB. Und die hohen Mitten ein bisschen rausgenommen und die mittleren Mitten wieder ein bisschen betont. Wir gucken mal den Unterschied. Okay, das ist auf jeden Fall definitiv enorm, was hier dieser Equalizer aus dem Sound noch rausholt, der grundsätzlich sehr
dumpf ist und halt wirklich super stark in diesem Bereich betont ist. Und wir hören auch hier, was gibt der ganze Lead unserem Lead-Layer zuvor. Einmal ohne und dann schalte ich ihn dazu. Also ihr seht, auch dieser Lead-Sound erfüllt absolut seinen Zweck. Er gibt auch wieder noch eine weitere Schicht, einen weiteren Layer an Fatness, an Dicke, an gewaltigem, schönen, runden Lead-Sound. Wir gehen weiter in, ich kann schon nicht mehr durchzählen, auf jeden Fall benannt Lied Nummer 9. Was haben wir hier für einen? Definitiv ein Lead-Sound, der für die Mitten, fast Schrägstrich, kann man schon sagen, tiefen Mitten zuständig ist. Grundsätzlich gibt es für die Frequenzband Betonung keine separaten Presets, beziehungsweise gibt es auch, aber ihr könnt aus Leads oder Lead-Sounds, die euch gefallen, selber die Betonung bestimmen, indem ihr einfach die Oktave ändert. Ich setze den Lead-Sound jetzt mal eine Oktave höher. Ihr hört auch, das ist wieder absolut klassischer Saw-Sound. Und der ist einfach nur eine Oktave tiefer gespielt, damit im Frequenzspektrum das Ganze halbiert wird von der Betonung und ich jetzt einen Layer habe, der sich wirklich noch richtig um den Mittenbody und die tiefen Mitten in meinem Lead-Sound kümmert. Was haben wir hier drauf? Einmal dürft ihr raten. Richtig, erster Effekt, OTT, Preset, Super OTT und es ist so. Wie sieht der Equalizer aus? Tatsächlich, wie ich es schon angekündigt habe, Betonung in die andere Richtung. Wir brauchen hier keine Höhen mehr. Die anderen Lead-Layer, die geben genug Höhen, sodass der Synthi schön, brillant, sauber, offen klingt. Dieser hier ist wirklich nochmal dafür da, nicht nur um die Frequenzen um 300 Hertz ein bisschen was zu betonen, sondern wirklich die ganze, was heißt die ganze, auf jeden Fall schon eine richtig breite Mitte im Mittenfrequenzspektrum. Also ihr seht ja hier, der Boost geht ja noch richtig in die tiefen Mittenfrequenzen rein, fast schon in den Bassbereich und fadet auch erst relativ spät in den hohen Mitten aus. Wir hören uns den Sound nochmal an, mit und ohne Equalizer. Im ersten Moment klingt der Lead natürlich schöner. Das liegt aber einfach daran, dass wirklich jeder Sound besser klingt, wenn er mehr Höhen hat. Das ist wirklich eine Faustformel, wenn ihr grundsätzlich Sounds habt, die brillante Höhen geboostet haben, um die 9000 oder 10.000 Hertz, klingen die immer fetter und schöner. Gleichzeitig gilt es aber auch ein bisschen aufzupassen, wenn ihr die Höhen zu overboostet, habt ihr nachher absolute Noise- und Zischgeräusche in eurem Mix, in eurem Sound drin. Später halt auch dann im Gesamten in eurem Song drin. Und das gilt es definitiv auch zu vermeiden. Also hier muss man wirklich darauf achten, dass auch hier die Balance stimmt zwischen Höhen so weit boosten, wie es nur geht. Bei den Lead-Synthes, wo ihr es schön findet, aber nicht zu übertrieben, dass die anfangen laut zu zischen. Wie gesagt, wir haben hier genug Layer drin, die hohen aber schon absolut betonen. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Layer. Es sind keine Höhen mehr notwendig in diesen Layern, die davor sind, sondern hier geht es wirklich nur um die tiefen Mitten. Und wir hören jetzt mal, was dieser Layer unseren restlichen Layern gibt. Ich mache mal Lied 1, 2, 3, 4, 5, 6 Layer laufen jetzt schon parallel. Und ich schalte jetzt mal den 7. Layer, der für die tiefen Mitten ist, dazu.
Dieser Layer gibt uns zwei Sachen. Der gibt uns erstens im Mitten- und unteren Mitten-Frequenzspektrum Boost und Power. Gleichzeitig gibt er uns aber noch eine andere Besonderheit, und zwar Harmonie. Man hört deutlich, dass dieser Synthi halt eine Oktave unter den anderen Layern liegt. Und dadurch haben wir jetzt hier schon so ein bisschen auch eine Korrelation zwischen einer ganzen Harmoniebreite. Also wir haben jetzt wirklich, ich sag jetzt mal, auf der Oktavenebene 4 bei hohen Synthis alles abgedeckt. Und dieser Layer liegt jetzt auf der Oktavenhöhe 3 und bildet jetzt quasi auch noch ein tieferes Harmoniespektrum ab. Ich glaube, Layer 10 ist jetzt mal wirklich ein Layer, der wahrscheinlich nicht mehr so viel gibt. Ich muss sagen, ich bin schon sehr überrascht, dass so viele Layer tatsächlich so viel direkten Effekt bringen. Ich habe definitiv auch Projekte, wo ich Layer drin habe, die quasi kaum hörbar sind. Hier muss ich sagen, erfüllt jeder Layer halt wirklich tatsächlich einen richtigen, sehr deutlich hörbaren Zweck. Wir gehen in den 10. rein. Achso, ich habe noch gar nicht geguckt bei dem Lied 9. Was haben wir hier? Lied Big Sound 1 ist aus der Factory Soundbank von Spire, die mit dem Synthesizer mitgeliefert wird. Also meistens ist es so, dass viele Standard-Presets aus Synthesizern sind nicht zu 100% Hardcore-tauglich, aber mit ein bisschen Feintuning im Synthesizer selbst oder in Nachbearbeitung durch den Zusatz von Distortion und dem richtigen EQing bekommt ihr auch aus normalen, sauberen, glatten Lead-Presets einen schönen, leicht angezerrten Hardcore-Lead geschraubt. Bei dem Sound war es jetzt gar nicht so wichtig, dass er in den im oberen Frequenzbereich verzerrt ist, weil hier ging es mir offensichtlich auch nur um die Mitten und tiefen Mitten. Jetzt geht es weiter zum letzten Lead-Layer. Da haben wir einen Sound, ich habe ihn genannt Unison Sine Lead, den ich tatsächlich dann mal auch komplett zu 100% selber in Spire geschraubt habe. Also wie gesagt, ich nutze nicht nur Presets, das Ganze ist meistens immer eine Mischung aus eigenen Sounds, Signature Sounds, und wenn ich Bock habe oder habe das Gefühl, ich wüsste noch genau, was fehlt, und ich kann mir jetzt selber noch einen Lied dazu bauen, der mir gefällt, der noch in das Harmoniebild, in den Sound passt. Dann baue ich mir auch meine Leads oder meine Synthes auch nochmal von null an in einem Synthi selber, und so hört sich der ganze Spaß an. Ja, da wo die ersten Leads so ein bisschen diesen klassischen Saw-Sound geben, was ein absoluter Klassiker und auch Standard ist für Hardstyle und Hardcore, habe ich jetzt hier einen Lead gebaut, der eher wie ein Sine-Wave-Lead klingt, Sine-Wave-Synthi, und der durch Detune und mehrere Stimmen, die übereinander liegen, dann so einen klassischen Unison-Sound hat. So, hören wir uns mal an, ob dieser Layer noch wirklich super viel bringt im Vergleich zu den Layern davor. Wir machen alle Layer an und schalten dann den Unison Sine Lead noch dazu. Ja, also allein schon, wo ich hier gerade sehe, in der Lautstärke, dieser Lead-Sound liegt bei -2 dB. Das kann daran liegen, dass das Preset, was ich mir gebastelt habe, im Synthesizer selbst schon nicht wirklich laut ist in der Ausgangslautstärke.
Aber auch wahrscheinlich, weil mir dieser Sound gut gefällt, weil er halt auch von mir ist, soll der in der ganzen Liedsumme einen besonderen Platz einnehmen, was die Harmonie angeht und die Brillanz. Und darum ist der auf jeden Fall auch nochmal richtig hervorgehoben. Und damit haben wir jetzt quasi die kompletten Lead-Layer besprochen und abgehakt, die die Hauptmelodie spielen. Gehen wir mal weiter zu den Chord-Synthes. Da benutze ich eigentlich auch nur Presets. Wie gesagt, die Chords, die sind meistens relativ leise oder zumindest nicht sehr vordergründig drunter gemischt. Wir können ja mal gerade anhören, wie sich die Chords anhören mit den oberen Lead-Layern. Und was es halt auch für einen Unterschied macht, wenn ich sie halt nicht drin habe. Ne? Also so wie ich gesagt habe, wie dieser eine Layer, weil er eine Oktave tiefer spielt, einfach den ganzen Lied in der Harmonie auch verbreitert und dicker macht. So machen die Chords dasselbe auch mit diesem gesamten Sound, mit dem ganzen Harmoniespektrum. Also die geben nicht nur rhythmisch, weil sie halt noch anders gespielt sind als die oberen Noten, sondern halt auch vom Harmoniespektrum her, weil es natürlich auch Akkorde sind, wo mehrere Noten schon untereinander liegen, bringen die einfach nochmal eine absolute Harmoniefülle in diesen ganzen Lied. Was sind das für Synthes? Einmal der allererste Chordlead ist auch einfach nur Standard Serum Super Saw. Tatsächlich auch für ein Preset, was mein Kumpel Refuzz gebaut hat. Cedric, zum zweiten Mal gehen Grüße raus. Du bist ja offensichtlich mitverantwortlich für den Riesenerfolg von diesem Track. Ich danke dir. Mua. Ja, ein klassischer Super Saw Synthie, der Chords spielt. Wir hören ihn mal gerade solo. Und gucken auf die Effektierung. OTT natürlich als erstes drauf und ansonsten auch hier die brillanten Höhen um die 10.000 Hertz betont, weil dadurch, dass die Chords in einem anderen Rhythmus spielen und auf einer anderen Harmonieebene, gibt es da quasi schon wieder im Hirnbereich ein bisschen Platz, beziehungsweise sie müssen sich halt auch ihren Weg durch die ganzen hohen anderen Lead-Layer durchkämpfen, weil sie vor allem halt auch im Mix ein bisschen leiser sind. Ich kann euch mal kurz zeigen, was überhaupt der Unterschied ist, ob ich jetzt hier Akkorde nutze oder nicht. Also Akkorde sind das absolute Add-on in jedem Track, in jeder Liedmelodie. So wären die Noten ganz normal, standardmäßig. Und Akkorde bringen definitiv absolute Spannung mit rein. Ich tue sie nochmal rein. Wie mache ich diese Akkorde? Das heißt, wie komme ich dazu? Woher weiß ich, welche Noten es hier gibt? Den Trick, den ich dabei anwende, ist ganz einfach. Im Vergleich zum Tutorial bzw. zur Masterclass, die ich vor 7 Jahren gegeben habe, hat sich mein meine musikalische Lehre in Bezug auf ein Instrument tatsächlich nicht verändert. Ich kann nach wie vor kein Instrument spielen. Ich kann auch hier auf dem MIDI-Keyboard nicht wirklich was spielen, sondern ich habe mir dieses ganze Harmonielehre, Notenlehre Ding einfach nur theoretisch draufgezogen und imitiere das mit meinen kleinen Tricks in dem Sequencer hier.
Wie bekomme ich aus diesen Noten Akkorde und woher weiß ich, dass diese Akkorde stimmen? Erstmal, das habe ich glaube ich auch schon im Grundlagentutorial erzählt, Hardcore-Melodien sind fast immer in Moll. Das heißt, so auch hier in diesem Song ist der ganze Track in A-Moll und Mollakkorde zeichnen sich immer dadurch aus, dass die erste beziehungsweise dass die ersten Tonhöhen über der Grundtonhöhe 3 Stufen drüber liegen. Das machen wir jetzt mal. 1, 2, 3. Dann kopieren wir uns den ganzen Spaß nochmal. Und ich weiß, das habe ich mir einfach auswendig draufgezogen, die nächste Höhe ist plus 4 Tonhöhen. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, in der Musikfachsprache sind das die Terz und die Septime, die immer als Akkorde passen. Das hier sind jetzt die Akkorde auf A. Und wenn ich die ganzen eine Oktave runter tue, habe ich einen invertierten Akkord. Ist das richtig? Oder war das vorher ein invertierter Akkord und ich mache es jetzt so zum normalen Akkord? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß einfach nur so, dass von meiner Grundnote der Tonart aus gehe ich zuerst mit den Noten 3 Tonhöhen höher, danach 4 Tonhöhen höher und dann habe ich eine A-Moll-Akkordfolge. Das geht dann aber auch nur auf dem Grundton A, weil wir ja die A-Moll-Tonleiter nutzen. Das ist dann nicht immer 1:1 anwendbar auf anderen Tönen, wie zum Beispiel G, F oder D oder E. Da ist nämlich darauf zu achten, dass wenn ein Ton nicht in der Tonleiter liegt, wie gesagt hier A-Moll-Tonleiter, hier ist sogar das komplett simple, alle Töne in der A-Moll-Tonleiter sind nur weiße Tasten. Das heißt, hier ist A, B, C, D, E, F, G. Das ist quasi die A-Moll-Tonleiter und hier bin ich jetzt, wenn ich von dem G 3 Tonhöhen höher gehe, 1, 2, 3, bin ich auf Ass. Das heißt, dieser Ton ist nicht zulässig, beziehungsweise diese Tonhöhe. Dann muss ich einen Punkt weitergehen, beziehungsweise eine Tonhöhe weitergehen und habe jetzt dadurch einen Dur-Akkord. Das ist jetzt ein G-Dur-Akkord, aber der passt von der Harmonie zu den Akkorden davor. Wenn ich jetzt nochmal die Einstellung mache, wie sie vorher ist, dann hört ihr jetzt, dass dieser Akkord schief ist, beziehungsweise nicht zu den Akkorden davor passt. Ja. Das gleiche gilt es dann auch bei F, wie ich sehe. Gis ist auch nicht zulässig in der A-Moll-Tonleiter, darum muss der ganze Spaß eine Tonhöhe höher, beziehungsweise eine Halbton höher. Und wir haben dann hier das A in der Mitte. Hier C ist eine weiße Taste, C ist eine weiße Taste, aber ja, ist ja auch wieder der A-Moll-Akkord, wie ich sehe. Bei D ist in der Mitte F eine weiße Taste, das heißt, es ist richtig. Bei E ist G eine weiße Taste, das heißt, die anderen Akkorde stimmen auch. Und damit habe ich ganz schnell und einfach, ohne praktisches Wissen, nur durch simple Theorie mir Akkorde gebastelt. Und wie gesagt, diese Akkorde könnte man jetzt auch noch invertieren. Das heißt, ich nehme mir von meinen Grundnoten jeweils die oberen Noten und setze sie eine Oktave runter. Jetzt geht der Akkord C, E, A, beziehungsweise hier der B, D, G, A, C, F und so weiter. Und diese wären grundsätzlich auch stimmig und auch in eurem Track verwendbar.
kann euch jetzt nicht sagen, ob Akkorde in dieser Form oder invertiert, oder ich weiß auch nicht, wie die Benennung richtig ist, irgendeinen Vorteil haben, was Harmonie angehen. Ich probiere es in meinem Track einfach aus, was ich finde, was cooler klingt. Das benutze ich dann. Was man theoretisch auch machen könnte, wenn ich jetzt schon mal einmal bei Noten und Akkorden bin, einfach nur um eine Variation zu geben, was man halt auch machen kann, ist, dass man sich zum Beispiel die komplette Hauptmelodie kopiert nach diesem Schema. Das heißt, wir erzeugen eine neue Tonhöhe, Halbtonhöhe 1, 2, 3, duplizieren uns den ganzen Spaß nochmal, eine Halbtonhöhe höher, 2, 3, 4 und bauen uns Akkorde quasi direkt in der Melodiestruktur. Wir müssten jetzt natürlich wieder darauf achten, dass hier die mittigen Noten auch alle auf weißen Tasten liegen. Oder was man halt eben auch machen könnte, wäre nur den Rhythmus zu nutzen von der Hauptmelodie mit den Basisnoten, die ich jetzt hier habe, A, G und F. Ich baue es mal gerade nach. A, G und F. Wiederholt sich das Ganze dann? Nein, es ist danach A, D, E, C. A, 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 D. Was hatte ich gesagt? C und der allerletzte auf E. Ja, so ist das so richtig? Nee. A, D, E, C, umgekehrt. So, jetzt haben wir quasi 1:1 den Rhythmus von unserer Liedmelodie. Nur eben mit den Grundnoten. Oh, stimmt aber was nicht. Nee, oh, das habe ich hier aus Versehen. G. Und was war das hier? F, nicht Fis. Natürlich, weiße Tasten. Jetzt könnte ich quasi auch mit diesen Grundnoten mir auch Akkorde erstellen. Wir gehen einen Halbton höher, 2, 3 und wir gehen noch einen Halbton höher, 2, 3, 4. Checken, in der Mitte dürfen nur weiße Tasten sein. Das heißt, aus Ass wird B, aus Gis wird A. Hier ist es richtig, hier ist es richtig und schon habe ich eine Akkordfolge gebaut im Rhythmus meiner Hauptmelodie. Ja, hier stimmt nicht, das muss auch E sein. Das heißt, ich könnte theoretisch auch die Akkorde so spielen und die als Layer benutzen unter meiner Melodie. Hoppla, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen too much. Wir machen mal wieder nur die Chords an und die Ihr hört halt jetzt auch super krass, was die Akkorde unter diesen Noten nochmal an Power geben. Allein nur dadurch, dass
ja, Fatness, Dickheit da ist in der Harmonie. Nicht in der Stereobreite, nicht im Frequenzspektrum, sondern einfach in ja, den Noten, in der Harmonie. Könnte man halt definitiv auch so machen und so lassen. Ich hatte mich aber dann, das ist halt einfach auch nur eine Geschmacksfrage oder was man haben will, einfach dazu entschieden, weil ich wollte offensichtlich noch ein bisschen was Rhythmus und Drive haben, die Noten in diesem Rhythmus zu spielen, anstatt 1:1 in dem gleichen Rhythmus wie der Melodie. Was halt hier ein bisschen anders ist, ich zitiere jetzt einen der größten Musiker unserer Zeit und das ist Mozart. Und der hat gesagt, dass Musik nicht die Töne ausmacht, beziehungsweise die einzelnen Töne oder Noten, sondern die Pausen zwischen den Noten. Und es ist jetzt ein bisschen sehr philosophisch, aber hier ist im Prinzip genau dieses Prinzip angewandt, anstatt dass ich jetzt wirklich 1:1 die Noten spiele, wie sie oben in der Hauptmelodie sind. Wie gesagt, was auf jeden Fall geht, ne? Gar keine Frage. Habe ich jetzt aber hier, da ich jetzt in den Akkorden ein paar freie Stellen gelassen habe und tatsächlich auch den Rhythmus ein bisschen geändert habe, ein bisschen anderen Drive und anderen Groove in der Liedmelodie selbst. Und vor allem werden halt dadurch, dass hier diese Pausen sind, auch immer am Ende von einem Takt in der Melodie die Noten nochmal betont. Das heißt, ich habe immer auf dem letzten Schlag oder auf dem letzten 1,5 Schlag in einem Takt meine Melodienoten nochmal betont, allein dadurch, dass die Akkorde da Platz machen. Das ist halt dann auch wieder ein Harmoniezusammenspiel. Wie gesagt, ist auch einfach nur eine Art und Weise, wie man das machen könnte. Man könnte die Akkorde auch ganz anders setzen. Zum Beispiel so. Achso, ich habe es natürlich jetzt nicht auf den anderen Layer angewendet, aber das könnt ihr einfach, was ich sagen will, Freestyle nach Geschmack machen, wie ihr Bock habt. Wie halt hier die Noten im Rhythmus anordnet, so wie es euch gefällt. So, das war jetzt schon ein sehr krasser Abstecher in das Thema Komposition, Notenkomposition und Harmonielehre. Ich gebe euch jetzt an dieser Stelle, weil wir gerade dabei sind, noch einen Trick an die Hand, den ich jedes Mal verwende, wenn ich eine andere Tonart nutze als A. Wie gesagt, die Jungs und Mädels da draußen, die fit sind mit Instrumenten, mit Harmonielehre, die werden mich hart auslachen dafür, wie ich das hier mache, quasi auf eine super theoretische, mathematische Art und Weise. Aber ich kann es einfach nicht anders, will es aber nutzen. Und so habe ich mir hier die Lücke geschaffen, mich quasi dazu zu mogeln. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass unsere Tonart nicht in A ist, sondern was auch eine gängige Tonart ist für Hardcore Hardstyle ist G, Gis, F oder Fis. Und da nutzen wir aber trotzdem die A-Moll-Tonleiter, weil sie einfach auf allen weißen Tasten liegt. Das heißt, es ist kinderleicht. Wir nehmen uns jetzt hier alle weißen Tasten vor und markieren uns die mit MIDI-Noten. Einfach mal ganz wild auf einer gewissen Range. Und im besten Fall haben wir jetzt alle weißen Noten markiert und die oberste Note ist A und die unterste Note ist A. Das heißt, wir wissen, das hier ist jetzt eine A-Moll-Tonleiter.
Wie gesagt, bis auf Happy Hardcore und vielleicht der ein oder andere Frenchcore-Track. Es gibt wahrscheinlich auch Hardcore-Tracks in Dur, aber grundsätzlich sind Hardcore-Melodien, weil es eben ein bisschen düsterer, epischer ist, in Moll-Tonarten. Und wenn wir jetzt die Tonart ändern wollen, müssten wir einfach nur die A-Moll-Tonleiter nehmen und dahin verschieben, welche Tonleiter wir eben haben wollen. Ich habe eben gesagt, dass gängige Tonarten für Hardcore und Hardstyle auch auf jeden Fall G, Gis und F sind. Das heißt, wenn wir jetzt einfach hier dafür sorgen, dass diese ganzen Töne so weit runtergesetzt sind, dass hier G steht, weiß ich jetzt, habe ich auf einmal eine G-Moll-Tonleiter. Wenn ich weiter runtergehe zu Fis, kann ich jetzt hier oben an der obersten und unteren Note ablesen, das ist eine Fis-Moll-Tonleiter. Gehe ich noch weiter runter, kann ich hier an der obersten, untersten Note ablesen, das hier ist eine F-Moll-Tonleiter. Und so könnt ihr euch quasi ein idiotensicheres Raster bauen, wie ihr in eurer Tonart euch Melodien bastelt. Ich mache es tatsächlich immer so, dass wirklich so wie hier ich dann meistens einen Bar habe, wo ich mir dann diese Noten reintue und mute sie einfach. Das heißt, sie werden nicht gespielt. Und wenn ich jetzt eine Melodie mache in F, dann weiß ich einfach ganz genau, welche Noten darf ich jetzt in dieser F-Moll-Tonleiter benutzen und welche nicht. Das heißt, ich darf hier das G benutzen, ich darf Gis benutzen, ich darf As benutzen, ich darf C und ich darf Cis benutzen. Und jetzt habe ich hier quasi eine kleine Melodie gebaut in der F-Moll-Tonleiter, obwohl ich praktisch gar keine Ahnung habe, welche Noten das eigentlich sein müssten und erst recht kann ich es nicht spielen. Und hier gilt halt auch wieder das gleiche Spiel mit den Akkorden. Wir sagen jetzt mal, wir bleiben jetzt mal hier in dieser F-Moll-Tonleiter und wollen jetzt einen F-Moll-Akkord haben. Machen wir das gleiche Spielchen wie eben auch. Ich nehme jetzt mal nur einen Takt hier. Das heißt, wir duplizieren diese Noten von F und gehen einen Halbton 2, 3 höher. Das ist die Terz und kopieren das Ganze und gehen wieder 4 Halbtöne höher. 1, 2, 3, 4. Jetzt weiß ich, das hier ist ein F-Moll-Akkord. Und wenn ich jetzt die obersten Noten wieder eine Oktave runtersetze, habe ich einen F-Moll-invertierten Akkord, den ich nutzen kann in meinem Song, wenn die Tonart F-Moll genutzt wird. Punkt. So viel dazu, wie ich Melodien gestalte, harmoniere. Im Prinzip auch diese komplette Liedmelodie ist so ein bisschen aus Erfahrung gebaut. Ich habe jetzt schon super viele Tracks released, wo ich halt eigene Melodien komponiere. Und so ist es bei der Notenabfolge zum Beispiel auch. Wenn ich weiß, der Song jetzt hier ist in A, weiß ich, dass von A ausgehend die Note, die 3 Halbtöne höher liegt oder 5 Halbtöne höher oder 7 Halbtöne höher, immer korrekt ist, immer passt und sich immer cool anhört. Und dementsprechend setze ich dann die Noten einfach ins Arrangement und mache so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Learning by Doing, sondern ja, komponiere quasi meine Melodien, dass ich mir die Noten anhöre und habe dann schon mehr oder weniger in meinem geistigen Gehör, wie es klingen muss und versuche dann nur noch auf der Tonleiter den jeweiligen passenden Ton zu treffen. Wenn man sich generell mal so ein Melodieschema anschaut und mal eine Melodie runterbricht, ist es im Prinzip auch
wieder eine Sache von Wiederholungen, die eigentlich immer wiederkehrend ist oder in fast all meinen Melodien oder ich würde sagen in fast allen Melodien, die euch gut im Ohr bleiben, die einprägsam sind, ist immer ein ähnliches Schema aufgebaut. Und zwar, wenn wir die Melodie jetzt wieder hier in 4 Takte aufteilen, wir haben jetzt hier den ersten Takt, zweiten, dritten und vierten, dann sehen wir, dass die Melodie im ersten und im dritten Takt identisch ist und sich die Noten quasi nur im zweiten und im vierten Takt ändern. Das muss nicht so sein, aber das ist ein Trick, wie man Noten sehr einprägsam kriegt. Wie ich es im letzten Tutorial auch schon mal erzählt hatte, durch Wiederholung bleiben Sachen haften und bleiben im Kopf drin. Ich könnte jetzt auch hier die Noten in diesem Teil einfach ändern, anpassen und auch noch anders spielen, aber dann würde die Melodie sehr melodiös werden und vor allem komplizierter werden, sodass sie dann nicht mehr leicht für Leute, die den Song hören, der Wiedererkennungswert sinkt dadurch. Also die ist weniger einprägsam. Das heißt, wenn Leute Bring It Hardcore gehört haben und fanden den Track cool und am nächsten Tag haben die im Kopf keine super simple Melodie, die nur aus 3 Noten besteht, aber trotzdem durch die Wiederholung bleibt sie leichter im Kopf. Wenn ich jetzt mehrere Noten nehme und zu sehr die ganze Zeit unterschiedliche Tonhöhen verbaue oder kompliziertere Arrangements, kompliziertere Kompositionen habe in meiner Melodie, dann bleibt die weniger einprägsam. Gleichzeitig, wenn ich die Notenanzahl noch weiter verringere, dann kann es natürlich dazu sein, dass die Melodie dann auch wieder zu simpel ist und zu langweilig klingt. Das ist halt dann da auch wieder so ein bisschen was, die Kunst. Erstmal müsst ihr wissen, was wollt ihr haben? Wollt ihr was Simples, Stumpfes auf die Fresse, was auch vollkommen fein ist? Wollt ihr was Ausgeprägteres? Wollt ihr was im Kopf bleibt? Und so gilt es halt dann immer, diese Sachen korrekt auszubalancieren, dass ihr im besten Fall macht das halt eine gute Main-Style-Hardcore-Melodie aus, dass die einprägsam ist, aber gleichzeitig auch nicht zu simpel. Für meinen Geschmack, in meinen Songs. Das ist halt, wie gesagt, alles auch immer sehr individuell. Das sind keine gottgegebenen Vorgaben. Ich möchte euch nur so ein bisschen Feeling vermitteln, warum das Ganze hier so aussieht, wie es aussieht und warum ich das gemacht habe. In meinen Arrangements ist es meistens so, dass ich muss das mal gerade wieder zurückkopieren, weil sonst ist ja alles komplett verbaut. Dass quasi, wenn diese eine Hauptmelodie einmal steht, gibt es im dritten Teil, wo es sich wiederholt, eine kleine Anpassung, nicht der Noten, sondern nur dem Rhythmus. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass die Melodie von den Tonhöhen gleich ist, wie hier rechts. Aber der Rhythmus hat sich ein bisschen geändert und zwar sind hier ein paar Noten klein gehackter. Ich zeige es euch mal gerade im Übergang. Ne, ihr seht, hier habe ich erstmal auch schon eine kleine Veränderung eingebaut. Und zwar habe ich hier die Melodienoten so ein bisschen stottern lassen im triolischen Raster. Das gibt gleichzeitig auch nochmal so ein bisschen besonderen Groove, ein bisschen kleinen Überraschungseffekt, dass es nicht immer nur die gleiche Leier ist. Und wenn die Hauptmelodie zweimal komplett gespielt wurde, hänge ich meistens noch einen Teil da dran, wo ich ganz dezent fein den Rhythmus anpasse. Das ist das, wie ich eigentlich grob immer nach diesem Schema verfahre in meinen Songs. Das ist ja jetzt hier der erste Main-Part und in dem Track gibt es ja dann noch einen zweiten Main-Part mit Outro. Da gibt es dann quasi aus der gleichen
Ähm, Melodie, Harmonie, dann aber nochmal eine Variation, die auch in den Noten ein bisschen anders ist. Hier in der Variation ist es sogar eigentlich schon sehr besonders. Das habe ich, glaube ich, in dem Track sogar das allererste Mal gemacht, dass ich Akkorde und einzelne Noten miteinander vermischt habe. Finde ich, passte A zu diesem ganzen Synthi, also zu allen Synthis. Die geben ja nachher einen Gesamtlied in Summe. Passt das sehr gut vom Ton. Also nicht jeden Synth, den ihr euch, oder nicht jeden Lied, den ihr euch zusammenlayert, wird sich das cool anhören. Dazu müssen halt auch die Einstellungen in euren Synthesizern stimmen, dass sie halt auf Polyphon stehen, nicht auf Monophon, also halt auch wirklich mehrere Noten wiedergeben. Zumindest die Layer, die dann hauptsächlich von euch verwendet wurden. Und hier habe ich einfach für den letzten Teil im Bring It Hardcore Track, um nochmal wirklich ein On-Point zu geben, an Betonung, um nochmal richtig rauszuhauen. Das ist jetzt der finale Part. Jetzt nochmal Gas geben, danach ist der Song zu Ende. Die Melodie mit Akkorden versehen, obwohl dann auch noch die eigentlichen Akkorde, die Harmonie und Rhythmus geben, auch nochmal darunter liegen. Also ihr seht schon, die Sache, die ist ziemlich komplex, aber ja, es ist halt auch ein komplexer Track, ein sehr komplexes Projekt. Ja, wir hören uns jetzt mal die Melodie nochmal hier im Vergleich an, beziehungsweise einfach mal das, was geändert wurde. Hier ist die Hauptmelodie im ersten Part mit Hauptmelodienoten plus Akkorden. Und dann hier nochmal die Hauptmelodie im finalen Part, beziehungsweise im zweiten Main-Part. Ja, also ihr hört schon, es ist quasi von dem Harmoniethema ähnlich und soll es auch sein. Das Ganze ist ja ein Track. Hier hinten soll ja kein neuer Track beginnen, sondern es soll quasi einfach nur ein Add-on sein, ein On-Top sein zu dem, was wir vorher gehört haben. Und der Groove ist gleichzeitig anders. Das heißt, hier in der Melodie ist auf jeden Fall auch schon der Rhythmus anders als in dem ersten Main-Part. Und durch die Akkorde und die anderen Noten habe ich halt dann quasi dann nochmal ein ganz anderes Gefühl erzeugt als im ersten Main-Part, aber wie gesagt, trotzdem thematisch passend. Wir sind immer noch nicht durch. Es ist komplex, sorry oder auch nicht sorry. Ihr könnt ja jede Menge lernen. Ich sehe, wir haben jetzt schon wieder 1 Stunde 20 rum und ich bin immer noch bei Leads. Ich wollte eigentlich noch was zu anderen Dingen sagen. Das verschiebe ich sonst aber vielleicht auf ein weiteres Video. Wir bleiben jetzt einfach mal wirklich nochmal in der Chronologie, gehen jetzt wieder mal zurück ins Sounddesign. Wir haben ja schließlich noch einen weiteren Layer und das war dieser Sidechain-Layer. Und der macht im Prinzip nichts anderes, als auch nochmal unterschwellig die Basisnoten von der Melodie zu betonen, von der Harmonie, die zu betonen und gleichzeitig nochmal was Drive zu geben. Und wir haben jetzt schon die ganze Zeit gehört, wie es sich anhört, wenn dieser Layer ausgeschaltet ist. Und wir schalten jetzt mal dazu. Ich glaube, super viel Offensichtliches wird ihr nicht geben. Das ist halt eines von den Elementen, die ganz subtil nochmal was bringen. Ich schalte ihn mal dazu.
Ja, also man hört ihn am besten raus, wenn man ihn wirklich von Anfang an spielt oder eben nicht spielt, hört man, dass er halt auch noch rhythmisch nochmal zu dem ganzen Gesamtpaket nochmal auch eine rhythmische und eine Harmonienote verleiht, indem ja auch zwei überlagernde Noten gespielt werden und nicht nur eine. So viel zu den Lead-Layern. Damit sind wir mal, was die einzelnen Layer sind, komplett. Wie gesagt, die Lautstärke unter allen Layern ist nach Geschmack und nach Funktion abgemischt. Grundsätzlich sind das alles aber eher Geschmacksfragen. Welchen Synthi findet ihr cooler? Welcher soll mehr im Vordergrund sein? Welcher mehr im Hintergrund? Welcher gibt ein bisschen was Add-on-Feeling? Welcher gibt richtig die Klangfarbe vom Sound, vom Lead-Sound, die ihr haben wollt? Und wir gucken uns jetzt mal die Summe an, weil all diese Layer gehen schließlich in meine Summe, in meine Gruppe Leads, und die ist natürlich auch wieder stark effektiert, weil ich jetzt natürlich wieder diese ganzen Layer zusammenpressen möchte in ein Gesamtbild in dieser Gruppe Summe Leads. Und wir gehen einfach mal rein in die Insert-Effekte. Ach ja, genau, wo ich es gerade sehe. Diese ganzen Spuren hier haben keine Send-Effekte. Ihr seht hier, dieser Bereich, der ist bei allen Sounds komplett blank. Warum? Weil ich die Send-Effekte auf die Summe lege, weil ich möchte, dass die Send-Effekte alle Layer betreffen. Ich will wirklich hier alles, was hier reinkommt, in Summe behandeln wie einen Sound. Ein Sound, der dann jetzt nochmal effektiert und bearbeitet wird. Habe ich ja, glaube ich, im allerersten Tutorial gezeigt, wie sich die Melodie anhört, mit oder ohne. Aber ich glaube nur auf einem Layer. Wir hören uns jetzt mal alle Layer an, ohne Send-Effekte und einmal mit. Ja, einfach staubtrocken, straight, und wenn ich Reverb, Delay, meinen Mono-Boost und meinen Reverb-Sidechain einstelle, bekomme ich halt noch durch die ganzen Send-Effekte, durch Reverb und Delay und dann nochmal zwischen den Noten diesen kleinen Sidechain, wenn er hochkommt, nochmal eine absolute Dicke und Breite in dem Lead-Sound. So, gucken wir uns an, was die Summe macht auf den Leads. Auf jeden Fall auch absolut nicht unwichtig. Wir machen jetzt auch einmal den AB-Vergleich. Was ist, wenn ich auf dieser Summenspur meine Insert-Effekte ausmache, und was ist, wenn ich sie einschalte? Was mir sofort auffällt, ist, dass natürlich kein Low-Cut mehr da ist. Ihr hört jetzt sofort schon unten so kleine, tiefe Bass-Sounds, die Noten und die Synthes einfach mit sich bringen, die nicht weggefiltert sind. Und wir geben jetzt einfach mal die Inserts dazu, bevor ich dann im Einzelnen darauf eingehe, warum sie da sind und was sie machen. Ja, es klingt einfach wirklich direkt wie ein ganz anderer Sound. Also dieser AB-Vergleich, der ist ja wirklich sowas von brutal. Ja, also, was habe ich hier gemacht und warum habe ich es gemacht? Gehen wir mal alles einzeln durch. Als allererstes einen Equalizer draufgesetzt. Was macht der Equalizer? Auch nicht viel. Ich glaube, das ist ein ähnliches Setting, wie ich es auch hatte bei den Screeches. Der nimmt nur bei 5 Kilohertz ein bisschen was ganz dezent dreckige Höhen raus. Wir machen mal alle anderen Insert-Effekte auf Bypass und hören mal, was dieser Equalizer macht. Ich denke mal nicht super viel.
Naja, also der Effekt ist auf jeden Fall super dezent. Der macht jetzt hier noch nicht den riesen Unterschied. Wir gehen weiter und sehen einen Teletronics Kompressor. Ich habe es schon mal gesagt, mein absoluter Lieblingskompressor, und das ist jetzt schon mal die erste Stufe, die dafür sorgt, dass all die zig einzelnen Layer in sich komprimiert werden, die Peaks werden abgeschnitten und der Sound wird in sich schon mal fetter und kommt dadurch mehr nach vorne. Tatsächlich ist der auch nur ganz dezent im Einsatz. Also ich würde sagen, den könnte ich teilweise auch noch die Peak Reduction ein bisschen erhöhen, dass der bis auf -3 geht. Ja, da hört ihr aber schon direkt, dass der Lead im Gesamten schon ein bisschen in den Hintergrund gedrückt wird, beziehungsweise er bekommt krassen Transienten. Ihr hört dann dieses ganz leichte Ticken. Ich habe es jetzt mal übertrieben reingedreht. Ihr hört, der Kompressor, der bringt dann auf jeden Fall in die Transienten Ticken rein, aber danach drückt der alles, was dann kommt, gerade weil das Eingangssignal halt super stark beladen ist, drückt der alles runter und dieser Lead-Sound ist quasi gar nicht mehr hörbar. Darum habe ich ihn hier nur ganz dezent eingestellt. Also hier diese erste Equalizer-Einstellung und der Kompressor sind halt wirklich schon relativ dezent. Wenn es später mal zum Thema Mastering geht, ist das eine ganz typische Sache, wenn ihr einen Sound aus dem Synthesizer bearbeitet bzw. effektiert, könnt ihr ziemlich aggressiv mit Equalizer und Kompressor arbeiten. Sobald ihr aber schon viele Spuren habt, die ihr in eine Summe schickt und nachher effektieren möchtet, werden die Effekte, die ihr drauflegt, schon relativ empfindlicher, beziehungsweise ihr könnt euch durch zu krasses Equalizing euren Sound und zu krasses Nutzen von Kompressoren auch schon ziemlich verhunzen. Also hier gilt es schon an dieser Stelle Vorsicht walten zu lassen. Ich habe gerade mal kurz das Thema Mastering angeschnitten. Beim Mastering ist es nämlich später genau das Gleiche. Wenn dann alle Spuren aus dem ganzen Track quasi in eine einzige, allerletzte Spur treffen, wo ihr dann nochmal anfangt, euren Track zu effektieren. Auch dann nochmal mit Equalizer, Kompressoren, Inflatern, Maximizern oder am Ende Limitern. Da ist absolutes Fingerspitzengefühl gefragt, weil die kleinste falsche Equalizer-dB-Einstellung einmal ein bisschen hier zu weit am Threshold vom Kompressor gedreht, habt ihr dann krasse Effekte, die auch in das Gegenteilige einschlagen können, was ihr dann im Endeffekt haben wolltet. Darum ist Mixing und Mastering halt nicht umsonst auch eine relative Königsdisziplin und wird von absoluten Profis durchgezogen. Kleine Werbung an dieser Stelle. Ich biete Mixdown, Stem Mastering und Mastering Services an. Das heißt, ihr könnt euren Track von mir mischen, Stem mastern oder mastern lassen. Was die 3 Sachen im Unterschied sind, erkläre ich in einem kommenden Video. Sollte eure Demo oder euer Track so reif sein oder so cool sein, dass er potenziell sogar auf Dequinox released werden könnte, dann gibt es den Mixing, Stem Mastering und oder Mastering Service sogar gratis. Aber wir behalten uns das Thema mal für ein anderes Video vor. Wir haben jetzt schon wieder die 1,30 geknackt. Wie gesagt, je mehr Spuren ihr in einer Gruppe, in einer Summe zusammenführt, desto mehr müsst ihr aufpassen, wie ihr eure Equalizer und eure Kompressoren einstellt, damit ihr dann den ganzen Spaß nicht verschlimmbessert, kaputt tunt. So, hier gehen wir wieder zurück auf Einstellungen, was war das, grob bis unter die -1. Gehen jetzt mal hier in den ersten Pro-Q rein, der dann schon wieder mehr arbeitet. Wir sehen hier wieder in
in Summe sind die Leads auf dem Stereosignal um die 10.000 Hertz betont. Ihr merkt schon, 10.000 Hertz ist für mich ein super wichtiger Wert. Das ist einfach der Wert, der brillante hohe Frequenzen bestimmt. Und wenn irgendwas brillante hohe Frequenzen haben soll, dann ist es definitiv euer Lead-Sound oder vielleicht sogar eure Screeches. Oder Synthes generell, die wichtig sind, die im Vordergrund stehen. Die sollten brillante Höhen haben. Hier sind dann auch nochmal minimal um 0,41 dB die Höhen nochmal auf der kompletten Stereo- und also im Stereo- und Mono-Bereich angehoben. Ganz leicht bei 5000 Hertz, das ist nämlich oft so ein bisschen eine zischende Killerfrequenz. Ein bisschen was rausgenommen. Das gleiche habe ich halt quasi hier auch schon in dem Pultec Equalizer gemacht an dieser Stelle. Ja, wahrscheinlich ein bisschen too much hohe Mitten für meinen Geschmack gewesen, die ich dann hier ein bisschen rausgenommen habe. Und aber auch hier wieder bei 300 Hertz, das ist neben den 10.000 Hertz meine nächste magische Zahl, auch wieder ein bisschen die Summe der Leads geboostet, um den Body des gesamten Leads fetter zu machen. Wir hören jetzt mal, wie sich der Spaß anhört mit oder ohne diesen Equalizer. Ja, ihr seht, dass hier schon absolut viel Magie passiert. Ihr hört immer noch untenrum dieses Poppen, weil es noch keinen Low-Cut gab. Der kommt erst ganz am Ende. Aber allein diese feinen Synthesizer-Einstellungen, die ja wirklich nicht krass gravierend sind, machen aber einen gravierenden Effekt eben auf dieser Summe. Dann dahinter ist ein Micro. Wie gesagt, das ist mein Lieblingsfilter. Der macht nichts anderes als die Melodie an irgendeiner Stelle aus und wieder einfiltern. Wo sind die Automationen? Ach so, ja, hier. Halt das klassische Tool, um einen gewissen Part langsam ausfaden zu lassen und dann hier im Main Drop Build-Up Climax die Synthes wieder hochkommen zu lassen, ehe es dann in den Drop und in den absoluten Main Part reingeht. Was haben wir noch auf der Leadsumme? Natürlich am Ende einen Pro L Limiter, der dann wirklich nochmal dafür sorgt, dass die Peaks im Signal von dieser ganzen Summe abgeschnitten werden und der Sound quasi nochmal stärker in sich komprimiert wird und an Lautheit gewinnt. Und ganz am Ende zum Schluss dann der Low Cut, damit halt wirklich das tiefe Frequenzspektrum wieder frei bleibt für die Kick. Und damit ist das Thema Leads, Main Leads, Layering und auch so ein bisschen Melodiekomposition abgeschlossen. Und ich habe allein mit diesem Thema wieder mal 1,5 Stunden Tutorial gefüllt. Ich bin nicht dazu gekommen, noch auf meine Break-Elemente einzugehen, was ich dachte, und auch nicht auf meine Effekte. Dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle mit dieser großen und auch sehr wichtigen Thematik. Und wir machen hier wieder einen Break. Bevor mir nachher eine Aufnahme abkackt, mache ich jetzt lieber hier einen Cut. 1,5 Stunden Video reichen auch und sorge dafür, dass das schon mal hochgeladen wird als Tutorial für Fortgeschrittene 3.3. Und dann kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass das Tutorial 3.4 folgen wird. Dann mit den Themen Break-Elemente, Break-Gestaltung, vielleicht auch nochmal, hatte ich angekündigt, im ganzen Arrangement. Warum ist das Arrangement so, wie es ist? Wie könnte man das auch noch anders machen? Effekte, Screeches, Riser
Und im besten Fall gehe ich dann auch nochmal abschließend, weil es einfach der Feinschliff ist, auf das Thema Mixing, Mixdown und Mastering ein. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet wieder eine Menge mitnehmen für eure Produktion. Wenn ihr mich supporten wollt, folgt gerne meinen Social-Media-Kanälen oder den Social-Media-Kanälen von Dequinox. Folgt unseren Playlists auf Spotify und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Ciao, Leute!